liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum River Fighters Perch Cup 2021. Wie aus dem Namen hervorgeht, wird in diesem Format ausschließlich auf Barsch gefischt. Es sind 7 Teams dabei, die sich nichts schenken werden und zeigen, wie sie mit verschiedensten Techniken und Ködern den Barschen nachstellen werden. Es sind spannende Episoden, in denen wirklich gute und große Barsche gefangen werden. Es befinden sich je 2 Angler auf einem Boot und treten für das jeweilige Team an. Es gibt in diesem Format 3 Punkte am Tag zu holen. Den Big Fish Punkt heißt der größte Fisch, der unter allen Teams am Tag gefangen wird. Das ist Angeln und deswegen machen wir's. Den Top 5 Punkt heißt die 5 längsten Fische, die in die Wertung kommen pro Team, woraus die größte Gesamtlänge den Punkt am Tag entscheidet unter allen Teams. Und den Numbers Point heißt die meisten Fische, die am Tag unter allen Teams gefangen werden. Nach 3 Tagen werden die Punkte zusammengerechnet und das Team mit den meisten Punkten kämpft sich an die Spitze und wird als Sieger aus dem Turnier gehen. Es ist noch früh am Morgen und die Teams bereiten sich schon vor, denn gleich ist Turnierbeginn und dann heißt es angeln, angeln, angeln und hoffen, dass die Taktiken und Pläne der jeweiligen Teams aufgehen. Wir wünschen euch viel Spaß. Willkommen beim Team Garmin. Heute ist Tag 1, Episode 1. Ihr seht, es ist noch richtig früh, es ist noch dunkel. Wir warten jetzt auf den Startschuss, Erik, und dann geht's los. Ja. Dicke Barsche zuppeln. Das ist die Mission. Vollgas. Wir fischen heute hier an einem Fließgewässer mit einer Besonderheit. Wir sind relativ dicht am Mündungsbereich in die Nordsee und deswegen ist es kein normales Fließgewässer, wo wir den ganzen Tag über dieselbe Strömung haben, sondern wir haben ein tidenabhängiges Fließgewässer. Und hier im Kartenplotter kann man schön sehen, wo wir uns gerade befinden. 6:45 Uhr, Niedrigstand, gleich geht die Flut los, gleich haben wir also mit ordentlich Strömung hier zu rechnen. Und abhängig davon haben wir heute unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten. Und das wird unsere Herausforderung sein, heute den richtigen Moment abzupassen, wo die Barsche Bock haben. Wir haben uns einen guten Plan geschmiedet, hatten jetzt 2 Tage gutes Training. Wir versuchen jetzt gleich am Anfang die Barsche voll zu machen. Barsche ist übrigens auch ein gutes Thema. Also der Nobby ist hier, der kennt sich ganz gut aus. Ich war auch schon ein paar Mal hier. Ja. Vielleicht wird das was. So, 7:30 Uhr, das heißt erster Wurf, der Start. Und ja, ich würde mal sagen, wir legen los. Wir legen los. Mich kennt ihr, John Schauns. Und du bist? Der Frank. Frank Maibaum von der Firma Westin. Wir sind heute das Team. River Fighters. 3 Tage lang. Und fischen hier die River Fighters Perch Cup 2021. Und wir werden versuchen, natürlich den Teams so schwer wie möglich zu machen und versuchen und hoffentlich hämmern wir dicke Barsche. Wir werden unser Bestes geben. Dickes Petri, mein Freund. Petrial. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten. Wir werden uns kurz noch mal ein paar Sachen durchsprechen und dann sind wir schon an die ersten Buhne. Da haben wir gestern im Training auf jeden Fall schöne Barsche gehabt, beziehungsweise einen guten 47er. Und ja, jetzt sind wir da und probieren, ob er vielleicht noch da ist. River Fighter, Perch Cup, es geht los. Erster Wurf, Alex schon eher dran. Ja, liebe Zuschauer, es ist bereits Anpfiff und die ersten Teams machen schon die ersten Würfe. Schauen wir doch mal direkt zu Team Raymarine rüber, denn sie sind ein wenig später am Spot. Ja, wir machen jetzt gleich unseren ersten Wurf. Wir sind heiß, wie frittenfett, obwohl es noch arschkalt ist draußen. Ja, Paul und ich, 7:35, leider ein bisschen später. Paul und ich fangen an, Paul fängt Chatterbait an, ich fange Gummifisch an. Direkt die erste Stelle, wir offenen uns direkt den ersten Barsch. Und erste Fangmeldung geht an uns. Die erste Fangmeldung geht immer auf uns. Bleibt dran, bis gleich. André und ich sind am ersten Spot angekommen. Wir fischen relativ flach jetzt. Und im Halbdunkeln. Und im Halbdunkeln. Ihr seht das, auf der Kamera ist noch sehr, sehr dunkel. Wir starten mit 2 unterschiedlichen Ködern. Auf jeden Fall Schockfarben, da wie gesagt das Licht noch absolut fehlt. Bei mir 9 cm Shetties, Fire Perch, ein Klassiker für den Barsch. Und ich fische unseren neuen Spin-Jig aus Tungsten. Auch in der Farbe Fire Tiger. Und mal gucken, ob sie es wollen, die Stachelritter. Wir sind auf jeden Fall
minimal spät dran gewesen, deswegen müssen wir jetzt anfangen zu angeln, um hoffentlich euch den ersten Barsch zu präsentieren. Also Andi, auf geht's. Angekommen an der ersten Angelstelle. Episode 1 startet. Wir werden jetzt loslegen, die ersten Würfe machen. Philipp, Team Garmin ist ready. Daumen drücken und los geht's. So schnell rein jetzt. Könnte doch darstellen. Nein. Was war denn das schon wieder, bitte? Was war das? Yes! Keine 10 Minuten geangelt. Yes! So, vorbereiten, Scale. Wie geil ist das denn? Direkt der erste Barsch. Das ging immer schnell. Team Garmin macht den ersten Fisch des Tages und bringt ihn damit aufs Scoreboard. Köder ist schon ab. Köder ist schon ab. Gebissen auf den Chatterbait. Einen kleinen Trailer. Schwinnerbarsch. Zack. Der erste Barsch. Dritter Wurf. River Fighters. Auf Chatterbait. Was ein geiler Fisch. Wir werden ihn mal direkt vermessen. Zack. Was hat er? Liegt der an? Ja. 44. Dann darf der schöne Barsch wieder zurück. Der erste Fisch. Genial. Mach's gut, Kollege. Yes. 44. 44 ist jetzt kein Ausnahmefisch. Alles noch machbar. Aber wenn die Spots bei denen so gut liefern wie bei uns im Training, dann geht Schlag auf Schlag. Also ist jetzt kein Fisch, vor dem man Angst haben muss, aber ist schon mal auf jeden Fall ein geiler Start. Ne? Weil ich glaube, da werden heute einige Teams noch einige richtig dicke Barsche raushauen. Ja, krass. Wir haben hier Hausaufgaben gemacht, Frankie. Wir nicht. Ach, alles gut. Was nicht jetzt, kann noch werden. Er hat sich schon vertüdelt. Und auch Team Lurjunks bringt in der Zwischenzeit den ersten 25 cm Barsch in die Wertung. Ich will schon so wegkotzen. Ja, meine Lieben, und los geht's wieder. Kaum. Sowas passiert doch nur beim Angeln, ne? Wie kriegt man den Haken durchs Tönnchen, durch den Sprengring und durchs Spinnerblatt? Kennt ihr es? Wenn man das versucht mit der Hand da durchzukriegen, wird es niemals klappen. Eine Chance. Ja, meine Lieben, so schön am Morgen die Spinjigs 28 Gramm richtig durchhämmern. Da stehen sie drauf. Richtig Stress. Die Sache ist natürlich wieder, Frankie und ich konnten nicht üben beide. Ich war jetzt 3 Nächte Hechtangeln. War übrigens richtig geil, viele dicke Fische gefangen. Aber bringt uns natürlich fürs Turnier nichts. Deswegen müssen wir jetzt alte Spots vom letzten Jahr hoffen, dass es funktioniert. Und die Morgenstunden sind eigentlich am wichtigsten und wir hämmern jetzt hier 15 Minuten und hier wird kein Barsch stehen. Weil wenn sie hier stehen würden in der morgendlichen Stunde und Frankie mit dem Shetties ganz knapp über dem Boden und ich aggressiv hier durchs Mittelwasser, würden sich auf jeden Fall welche lösen. Wir würden auf jeden Fall wenigstens Antitscher kriegen, wenn sie schlecht drauf wären. Deswegen gehen wir ganz schwer davon aus, dass sie hier nicht stehen und deswegen düsen wir jetzt noch weiter. Ein Wurf und dann geht's zum nächsten Spot. Wir haben ein bisschen Glück. Mal gucken, wir driften mit 0,5. Ne? Ich lasse uns jetzt einfach mal. Ja, das ist aber super. Driften ein bisschen, ja. Und korrigiere halt immer mit dem E-Motor. Paul mit dem ersten Fisch.
Mann da. Mann! Ich mach den so. So. Ja, ist ab. Scheiß drauf. Erster Fisch. Hat ein bisschen gezappelt wie ein Barsch, aber die kriegst halt morgens auch. So flach in der Steinpackung. So, und da hängt auch schon wieder der nächste. Wenn er rauskommt, dann haben wir die Karte voll. Und die Karte ist voll. Sauber. Das nimmt uns natürlich schon mal extrem viel Druck. Jetzt machen wir eine schnell ab, dann messen wir eine und dann geht der Bursche wieder zurück. Schöner Fisch. Schnell zurück. Das war doch ein Top-Start. Die Größen, die Fische wurden immer größer. Ja. Ne? Full Guard? Auf jeden Fall. Weiter Full geht's. Guard in den ersten 20 Minuten. Ja. Wunderbar. Top. Top. Liebe Zuschauer, schauen wir noch mal schnell auf das Scoreboard. Aktuell bei Team Lure Junks der Numbers Point mit 5 Fischen und den Top 5 Punkt mit 145 cm. Und bei Team Garmin ist es der Big Fish Point mit dem einzigen Fisch aktuell mit 44 cm. Wenn ich leckes Brot werfe? Ich glaube, das sind aber Rapfen, die hier rauben. Klatscht zu doll. Ja. Da sind sie. Das sind Rapfen, sind das. Boah, da war wieder einer, da ist echt gewesen. Ja? Ja. Nachläufer? Ja. Zu groß der Köder. Hm? Köder ist zu groß. Dann nehme ich einen kleineren. Alles gut. Hier. Da, noch weiter. Da war noch einer dabei. Ja, habe ich gesehen. Das ist doch schon mal schön am Morgen. Das vertreibt auf jeden Fall auch Kummer und Sorgen. Sind uns schwätzen, ne? Getwitcht, ja. Schön hier. Crankbait, Bestin, Bassbite. Geil. Haben wir's doch. Da ist der erste Kandidat. Okidoki. Ab geht's. Zurück zu deinen Freunden, mein Freund. Sauber. Sauber, Digi. Sauber. Sauber, Leute. Bam. Bam. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen Chatterbaiten, damit wir immer 2 Techniken abdecken. Um ein bisschen zu gucken, was jetzt vielleicht die Technik ist, die mehr Fisch bringt. Nur einfach auswerfen, kurz absinken lassen, langsam einkurbeln. Kann man schön viel Strecke mitmachen, schön viel Gewässerfläche abfischen. Wir haben jetzt hier halt eine lange Steinpackung vor uns, die wir jetzt halt abdriften. Genau, und halt hoffen, dass zwischen den Steinen vorne hier an der Kante die dicken Barsche stehen. Genau, Christian, wie gesagt, fischt dann halt den Grund so ein bisschen ab. Das Mittelwasser. Ja, mal sehen. Jetzt ein Tiny Kaishin dran, also einen kleineren Chatterbait für aber jetzt den Original, den großen, habe ich in Kontakt gehabt. Und, ja, wie gesagt, beim Chatterbait angeln mache ich lieber mal noch eine kleine Schlagspitze vor. Kann ja immer doch mal sein, dass so ein Hechti das ganz entspannt findet. Dicker Fisch. Jo, Ist kein Riese. Aber dadurch, dass wir den ersten clever nicht geführt haben, jetzt bin ich mir schon nicht mehr sicher, ob es nur ein Barsche ist. Gar nichts, aber ja. Doch. Er ist auch ganz okay. Oh, ist okay, er hat die 40 schon.
Reinlöffeln. Boom! Yes! Das nimmt sehr, sehr viel. Nö, der ist aber mehr als gedacht, Alter. So, ich gebe dir mal das Ding. Ich mache einmal die Scale nass. Mach über den Kescher. Einfach über den Kescher. Ah, stimmt. Ja. So, laut Regeln müssen wir hier einmal alles vorbereiten. Ich mache einmal das Logo hier fertig. Erst noch beim Montieren. Der Kameramann wunderbare Aufnahmen gemacht. Und hier sehen wir nochmal. Hängt sauber. War so ein Reinschlürfen. Viele kennen das sicherlich. Wenn sie nicht so richtig Bock haben, dann schlürfen sie sich den rein. Vom Grund. Das ist doch schon ein schöner Fisch, oder? Ja, mega. So. Maul zu. Und das jetzt 1, 2, 3, 44. 44. Wunderschöner Fisch. Die großen Vorteile an Holland brauche ich euch nicht mehr erklären. Wir dürfen ihn hier zurücksetzen. Yes! Erleichterung. Jetzt können wir einfach nur angeln. Cinnamon Blue. Beste Farbe. Ich mag ja diese dunklen Töne und dann mit dem blau Glitzer, den wir da haben. Sauber. So, jetzt ziehen wir noch einen raus. Jetzt kriegst du ja noch den kleinen Fisch. Aktivität ist ja schon mal wenigstens etwas da. Klar, Größe ist natürlich das komplett falsche Richtung. Aber ja, das war schon mal wenigstens ein Zeichen, dass Fische beißen. Müssen wir nur auf den Trupp der Großen finden. Und zocken wir die Großen raus. Petri, Jungs. Jo. Wir haben jetzt genug rumexperimentiert. Jetzt gehen wir Safe Spot, aber ich will es jetzt noch nicht zu laut beschreien. Normalerweise stehen wir an einem Spot, wo jetzt eigentlich Fisch kommen muss. Eigentlich, ihr hört schon. Die ersten zwei Spots haben wir nicht geliefert. Ja. Auch wieder weg. Wie man jetzt unschwer erkennen kann, sieht man, wo wir stehen. Das heißt, erstmal ein bisschen was fangen, damit wir Konfidenz bekommen. Und ein bisschen was auf die Karte kriegen. Wenn wir Glück haben, direkt 5 Barsche. Aber locker große. Ja, dann ist das schon mal ein guter Anfang. Wir fischen jetzt beide Jigspinner, weil wir hier weit werfen müssen. Also ich habe relativ viel. Bin ich hier gewesen in den letzten Wochen, ist aber schwierig, wenn man einen Wetterumschwung im Herbst wird, von Woche zu Woche kälter, Wassertemperatur sinkt. Also ich war viel in den letzten Wochen hier. Jetzt vorgestern waren wir das erste Mal zusammen hier, da konnten wir eigentlich echt ein gutes Ergebnis abliefern. Aber wir werden auf jeden Fall nicht wirklich auf Numbers fischen. Vor allem nach dem, was Lurjunk jetzt vorgelegt hat, ist das eigentlich raus. Deswegen probieren wir jetzt erstmal Top 5 voll zu machen. Wir haben hier an dem Spot im Training relativ easy kann man schon sagen, 4,45er Durchschnitt auf die 5 Fische hinbekommen. Dann halt gegen Mittag gehen wir wieder ins Flachwasser, das läuft ja erfahrungsgemäß mittags besser und probieren dann da abzugraden nach oben. Also wir werden hier auf jeden Fall erstmal eine Zeit stehen. Die Anleger sind halt so Spots, viel Bewegung im Wasser, gute Futterquelle für die Barsche, die kommen immer wieder hier hin. Aber teilweise vielleicht auch mal eine halbe Stunde nicht. Wir standen ja auch teilweise mal eine halbe Stunde, wo nichts kam. Aber wir werden auf jeden Fall hier angeln, bis wir den ersten Fisch haben, weil wir das Beißfenster nicht verpassen wollten. Also wenn wir Glück haben, fangen wir hier, ich sag mal 3, 4 Fische direkt hintereinander weg. Dann müssen wir sofort durchangeln, durchballern. Dann ist wieder die Pause. Und dann kann man theoretisch hier bleiben und warten, bis sie wieder vorbeikommen. Oder man macht in der Zeit nochmal einen anderen Spot, aber dann weiß man halt nicht, wann die Barsche wieder am Spot sind. Deswegen erstmal fangen jetzt. Danach reden wir mehr. Die ersten Fische wurden eingereicht, jetzt heißt es Druck für alle Teams. Wir wollen mal hören, was Team Garmin für eine Taktik verfolgt. Erik ist fleißig am Angeln. Ich sag mal ein paar Sätze zur Strategie. Also man sieht hier an der Gezeitenübersicht am GPS-Map 8412, dass wir jetzt über den Scheitelpunkt hinweg sind. Wir haben jetzt steigendes Wasser, Strömung kommt auf, das sieht man schon ganz ordentlich. Wir erwarten, dass die Fische jetzt aktiv werden. Wir hatten eben schon einen, hoffentlich geht es jetzt weiter ab.
Strategie ist, wir angeln mit völlig unterschiedlichen Ködern, um ein breites Spektrum abzufischen. Erik ist gerade beim Chatterbait dran und ich probiere mein Glück jetzt mit dem Barschbaron, absolute Geheimwaffe aus dem Schwarzwald von Hybrida. Und der hat die ganzen Tage schon gut geliefert und wir hoffen, dass es jetzt genauso weitergeht, wenn die Fische aktiv werden. Aktuell setze ich auf Chatterbait, einen kleinen mit einem 3-Inch Pintail als Trailer. Ja, hat schon funktioniert. Ein Biss, ein Barsch. Wir bleiben dran. Ja, kleiner Witz jetzt einfach von der Farbe. Mal dunkleres Fischen. Halt im Training auf dunklere Spinnerbaits, Chatterbaits Fische. Deswegen so ein bisschen dunkleren Skirt fischen. Das ist die Farbe Zebra Buck. Und ja. Einen direkt passenden Trailer raussuchen. Voilà. Nicht wundern, dass der Schwanz noch umzeigt. Da sage ich nachher noch mal was zu. Mal ein paar Fische fangen. Ja, ich hab's verkackt. Also war ein richtig dicker Fisch. Im Biss direkt gemerkt, hing ganz kurz, Köder komplett ab. Also jetzt nicht irgendwie abgerissen, dass man sagen könnte, wäre ein Hecht. Also es war ein richtig fetter Barsch. Aber naja, so ist das. Dann schnappen wir uns den nächsten oder ihn nochmal. Jetzt mal mit Cinnamon Blue. Ein bisschen voluminöser Köder. Henrik sortiert hier mega krass die Smoke Nets. Der klebt hier überall quasi drauf und dann kann man hier genau gucken, was genau drin ist. Und so hat er alles sortiert. Findet man recht schnell. Ja, so habe ich mal einen rausgenommen. Danke Henrik, brauche ich mein eigenes Zeug nicht so. Jetzt wurden ja noch ein paar Fische in die Wertung eingebracht. Und jetzt haben wir uns mal das Regelwerk angeguckt. Naja, wir sind von 30 cm ausgegangen. Deswegen haben wir den ersten Fisch schon wieder ins Wasser geschmissen. Jetzt haben wir aber gemerkt, 25 cm hätte gereicht. Das hätte er auf jeden Fall gehabt. Deswegen, naja. Shit happens. Der kommt nicht in die Wertung. Aber wir haben am Anfang gesagt, Big Fish, ne? Der ist nicht ganz so groß wie der gerade eben. Ah, ist okay. Das ist vielleicht doch so groß. Kescher runter. Ist vielleicht sogar noch ein Stück größer. Schakalaka! Yes! Ja. Wunderschöner Fisch. So, den lassen wir als Fix. Super, dann kommt er jetzt zurück. Wunderschöner Fisch. Und da wäre ich fast mit reingefallen. Ja, sehr gut, sehr gut. Das Köder ist jetzt leider, der ist weg. Den hat er gefressen. Wir melden uns gleich, hoffe ich. So, jetzt auch wieder mit Rigs fischen. Das hat ja jetzt ganz gut funktioniert bis jetzt. Da später noch ein bisschen mit Chatterbait ein bisschen suchen. Aber aktuell sind Krebse hoch im Kurs. Deswegen jetzt ich auch Smoking Dead, aber in der Farbe Dark Red. Genau. Und nicht am Texas Rig, sondern am Free Rig.
Läuft wirklich ganz simpel, absinken lassen und halt wirklich über den Grund. Ja, rucken, kann auch schleifen. Kraut. Der ist gar nicht so klein, scheiße. Ja, warte mal, gib mir mal die Zange, gib mir mal lieber die Lösezange, die silberne. Ich schaue, dass ich den gleich im Wasser wegkriege. Den kriegst du nicht. Ne, den kriegen wir nicht. Kescher den noch? Die silberne bitte. Leider nicht der Zielfisch. Aber ihr seht, auch die Hechte mögen unseren Spinjig. Ja, unser Spinjig hat wieder einen Abnehmer gefunden. Wieder ein schöner Hecht. Und Leute, ihr seht, immer ein kurzes Titanvorfach beim Barschangeln. Eben wegen diesen Jungs hier, damit wir die nicht verangeln. Ne? Ich habe gerade einen Anpacker gehabt, gerade noch hier am Montieren, gerade eben abgerissen. Stahlvorfach machen wir meistens drauf, weil wir gerade mit den Cranks hier auch, dass wir nicht so schnell verlieren, falls ein Hecht mal einsteigt oder Jigspinner. Ja. Los geht's. Die meisten kann man eine rauchen? Nein, ich filme dich gerade. Ja, ich bin echt wichtig. Und von mir ist immer am schlimmsten. Hast du gehört? Lass den Netz. Sauber, Junge. Bam! Shetties! Shetties! Die Laune ist hoch bei den beiden an Bord, aber das ist ja wohl klar. So, da haben wir den nächsten. Nochmal einen, so in etwa so groß wie der gerade, 2 cm kleiner, 38, sehr schöner Fisch, schon gut im Futter, aber schnell zurück, damit er sich den Bauch noch runterfressen kann, damit er durch den Winter kommt. Und tschüss. Wären wir nicht zur Spundwand gefahren, hätte ich mal auf Frankie gehört. Ist so. Ja. Nun sind die Fische anscheinend in Beißlaune, denn wenn wir jetzt mal rüberschauen zu Team Raymarine, da sieht es nämlich so aus, als wenn der nächste Barsch am Haken hängt. Tobi gerade einen Biss gehabt, ist aber leider kein super großer. Wird, oder? Kleiner auf jeden Fall nicht. Oh. Immerhin mal ein Anfang. Kein Endgegner, aber läuft. Bitte. Wichtig. Erster Fisch. Wichtig für den Kopf, wichtig für den Kopf. So Leute, wir messen jetzt, der Tobi wirft direkt weiter. Wir haben jetzt echt Zeit investiert, aber wir wissen, wenn die hier sind, dann sind die Trupps da. Das ist kein Überriese, aber wie gesagt, guter Fisch. Gefangen auf dem Jigspinner. Weiße Jigspinner kann ich euch echt nur empfehlen. Guck mal, was der Junge hat. Auf jeden Fall ein gutes Format, ey. Knicken, nass gemacht haben wir das auch. So, vorne dran. 35. Genau auf der 35 machen wir das vorne dran. Machen wir noch ein Foto für die Gruppe und dann geht's weiter. Okay. So
So Leute, der Fisch geht zurück. Wir müssen schnell weiter werfen. So. Und da geht er. So. Rute in die Hand, weiter geht's. Hoffentlich haben wir jetzt einen Trupp da. Gestern haben wir auch nur beim Faulenzen die Barsche, ne? Auch crazy, ne? Dann wollten sie es halt ruhig. Ist halt immer so, ne? Die Tackleboxen sind voll. Ja, und dann kommen einem immer 1000 Gedanken in den Kopf und dann, ja, aber ja, nee, aber ja, aber doch, aber nein. Ja, aber ich entscheide mich. Ich versuch's da mal mit Dropshot, wohl? Ja, ich habe jetzt hier Barsch. Guter Fisch, ja. Oh, geil. Stanley the Stickleback. Ja. Wow. Schöner Dropshot, Stanley Stickleback, ja. Stanley the Stickleback. Ich habe ihn gerade abgemacht. Ich sage noch zum Frankie, gestern haben sie nur beim Faulenzen und ja. Also ich fische was Falsches. Ich muss Dropshot fischen. Ja, ne? Weiter geht's. Und ich schnell einen Spinjig. Das ist natürlich jetzt total dumm eigentlich. Ich mache immer genau das Gegenteil von Frankie. Aber wir müssen ja experimentieren, ne? Und tschüss. Jawohl. Ja, okay. Ich nehme auch Dropshot. Bam. Tja, eigentlich brauche ich ja gar nicht mitfischen, ne? Frankie macht alles. Ja, Team River Fighters mittlerweile mit 3 Fischen auf Stanley the Stickleback und Chatty Slim. Von daher unsere Vermutung. Müsste es Frank sein. Es könnte Frank gewesen sein. An dieser Stelle dickes Petri Frank an unseren Teamkollegen. Der heute nicht ganz Kollege, mehr bei der Konkurrenz unterwegs ist. Aber wir drücken dir natürlich die Daumen, dass du 5 Barsche fängst, die insgesamt 1 cm kürzer sind als unsere 5. Aber ich glaube, André, wir sind davon ein ganzes Stück weit entfernt, erstmal die 3 zu machen, die die Jungs haben. Von daher, wir bleiben aber weiter dran. Die Sonne kommt jetzt ein bisschen raus. Das hat in den letzten Tagen gut geholfen. Schauen wir mal. Ja, dass sie gar nicht so auf diese Druckköder richtig reagiert haben, ne? Nein. Komm. Das war Rapfen. Was? Das war ein Rapfen. Dicker Rapfen. Das war aber ein Kalb, Alter. Zählt zwar nicht, aber also bringt keine Punkte, aber bringt natürlich einen geilen Drill, wenn er beißt. Die hämmern. Gerade habe ich natürlich einen richtig geilen Biss gehabt. Hat er so gemacht. Und ich, der Frankie hat gebissen. Er wollte aber nicht hängen bleiben. Vielleicht wollte dieser Fisch nicht hängen bleiben. Vielleicht ist es auch derselbe, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall hängt schon wieder ein Fisch am Haken. Boah, Junge, hat der den weggeblasen. Ach du meine Güte. Am Jig. Ich habe wieder Stanley genommen, Leute. Boah, was für ein Biss. Da kommt jetzt, das ist genau das, was wir suchen. Das sehe ich schon. plus. Alter, ein Kalb, 50 plus Kanone. Warte, locker. Ja. Locker. Ja, Mann! Ja! Boah! Stanley Motoröl, Junge! Boah! Junge! Stanley macht sie alle klein. Wow. Maschine. Maschine. Oh, komm schnell, Messer, Alter, gib her. So. Ja, meine Lieben, 51. Mega geil. Stanley the Stickleback, Mann. Hendrik, Junge, Hendrik, ich hab's vergessen. Ein Kuss. Küsschen auf Nüsschen, Hendrik.
Mein Gast von gestern hatte mir gegeben, hat gesagt, er bringt Glück. Der muss jetzt rein. Hendrik Junge, Alter, 51 auf dein Standy, der Stickleback. Küsschen auf Nüsschen. Arne, schick mir ein Zitzenbild. Du weißt Bescheid. Dr. Johnny kontrolliert alles. Hendrik und Arne, Mann, ihr seid die besten Leute. Mua. Hendrik, Küsschen auf Nüsschen. Arne, schick mir ein Zitzenbild, Baby. Was soll ich dazu sagen? Schauen wir mal kurz auf den Zwischenstand. Bei Team Luojang sind es immer noch 2 Punkte aktuell. Einmal der Numbers Point mit 5 Fischen und 145 cm Gesamtlänge in der Top 5. Team Westin 0 Fische. Team Lunatic Neuke holt allmählich auf. 2 Fische aktuell. Bei Team Westin River Fighters der Big Fish Punkt mit 51 cm, 4 Fischen und 167 cm Gesamtlänge in der Top 5. Team Raymarine 35 cm, 1 Fisch. Team Garmin 44 cm, 1 Fisch. Und Team BFE aktuell leider auch mit keinem Fisch in der Wertung. Ja, André. Wahrscheinlich sollten wir doch mal auf Stanley die Stickleback umstellen, oder? Ja, ist ja auch ein guter Köder. Ja. Frank, Johnny, Glückwunsch zu diesem wundervollen Fisch. 51 cm ist, egal wie, immer eine Ansage. Richtig, richtig geiler Fisch. Auf dem Westin-Köder umso geiler. Ja, ich schätze, den hat Frank gefangen. Denke auch. Johnny fängt keinen 51er. Na, gar nicht im Turnier. Nee, auf gar keinen Fall. Ja, bei uns ist die Stimmung noch gut. Wir werden allerdings trotzdem das erste Mal den Spot wechseln. So in guten 10 bis 15 Minuten. Denn irgendwie haben wir hier zwar Fische gefangen, den Zander, 2 Hechte, aber eben keine Barsche. Im Training haben wir hier gut Barsch gefangen. Von daher scheint irgendwas im Moment nicht zu passen. Wir fahren jetzt mal ein Stück weiter runter, gucken uns den nächsten Spot mal an und kommen auf jeden Fall wieder zurück. Auf jeden Fall. Aber ja, die Fische haben aktuell keine Lust, sind nicht hier, whatever. Deswegen werden wir die Zeit jetzt hier nicht sinnlos angeln, sondern suchen uns neues Wasser, neue Motivation und hoffentlich auch unseren ersten Barsch des Tages. Während Team Westin auf der Suche nach dem ersten Barsch des Tages ist, soll es nicht lange dauern und es soll wieder hämmern. Und zwar bei Team Lunatic Neuke. Boom, da hängt der nächste Fisch am Haken. Hier ist dann die Maschine wieder. Gleicher Köder, Smoking Dead, Texas Rig. Wir warten erstmal, bis der Fisch draußen ist. Oh, das ist ein richtig dicker Barsch. Ich habe ihn gesehen. Das ist ein Fuffi vielleicht. Kescher bereit machen? Ja. Safe Fuffi. Könnte ein Fuffi sein. Yes, halt Alter, zu weit aus dem Fenster. Aber mein Ziel haben wir erst gar nicht erzählt. Waren erstmal 150 Punkte. Und jetzt könnten wir fast dahin kommen. Gucken wir mal. Köder ist derselbe, ist ein richtig alter Fisch und richtig fett. Also die fangen jetzt an langsam sich auf den Winter vorzubereiten. Hier ist der Bait. Und das ist eine richtige Maschine. Manche sagen Kirsche. Ich nenn's einfach nur einen sehr schönen Barsch. Lass mal das Ding mal, wa? Nee, 49. 49. Super schöner alter Fisch. Der hat schon eine Weile nichts mehr gegessen, aber der Bauch ist recht dick. Ich denke, die fangen jetzt an zu fressen. Schön zurück, die Kleine. Und dann gucken wir mal weiter. Und da geht er ab. Das war der schönste Moment, oder? Wenn die wieder zurück dürfen. So geil. So, ab zum nächsten. Jo, ja, fettes Petri. 52 und 49. Wir kamen direkt hintereinander bei 51. 51. Und 49. Ja. Keep on hammering, hilft nichts. Geile Fische. Keep it real. Geile Fische. Hätten wir auch genommen. Wie ihr gerade gesehen habt, den kompletten Haken hat er verbogen. War dann quasi schon Circle Rock.
Jetzt mache ich mir hier einen neuen 1.0er zum Rig. Fisch Texas Rig, aber nicht mit einer klassischen Glasperle, sondern eher mit einer Gummiperle, weil ich das besser finde, wenn das silent ist, also quasi geräuschlos. Dann mache ich hier eine kleine Gummiperle, dann kommt direkt der Haken dran, als Schoner halt auch. Und dann waren das die dicken Barsche so. Es gibt viele Gewässer, wo die Glasperlen dann nicht mehr so richtig gut funktionieren. Und deswegen hat sich rauskristallisiert, zumindest hier an diesem Gewässer, an diesem Flusssystem, dass das mehr Sinn macht. Viele sagen ja wegen den Scherengeräuschen, dass das dann auch so klackert. Ich finde es als Scheuchwirkung, kann jeder sehen, wie er will. Probiert's mal aus. Geil, dass so große Fische schon gefangen wurden. 51, 49. Aber das heißt, wir müssen jetzt mal ein bisschen unsere Taktik anpassen bzw. ändern und dass wir uns auch mal auf die 40 plus Barsche fokussieren. Ja. Sag's nochmal. Also, ich denke mal, wir haben einen der Häuptlinge gefangen und ich glaube, jetzt ist erstmal Sensi hier an dem Spot. Gerade, ja. Okay. Ja, man kann ja mal was sagen. Egal, ich hab einen Fuffi. Ich freue mich so. Sollst du auch. Er hat mich gerade die Fuffi-Bit genannt. Er nennt mich immer Grobmotoriker, so harte Route, 40er Fluo, Knoten stehen über. Alle Schweizer Jungs, ihr kennt's, die Bachforelle, der Klassiker. Hieb und Stich. Seit 3 Jahren in der Tacklebox, rostiger Haken. Also um kurz euch das zu erklären, das ist ganz lustig. Ich habe immer so Schweizer Gäste, so Hardcore-Barschangler und die kommen und als erstes packe ich immer die Bachforelle aus und dann die so, das gibt's nicht. Dann sage ich, was denn? Nix. Und dann mache ich so 5 Würfe, puff, habe ich immer einen dicken Barsch. Die, das gibt's nicht, ey. Alle unsere Jungs haben es vorher gesagt. Johnny packt die rostige Bachforelle aus und fängt den dicksten des Tages mit dem Scheißding. Diesmal war es Stanley Stickleback. Ja. Die Großen haben ja eigentlich größere Augen, also müssen sie eigentlich besser sehen. Aber ich sage mal, umso größer die Augen, umso größer kann auch das Flugo werden, ne, Frankie? So ist das. Keine Angst vor dicken Fluo. Oh, wahnsinniger Fisch, 51. Hui! Und ich denke mir gerade schon mal. Und massiv. Ach, richtig, ein richtiger Koffer. Und das hier aus dem Fluss, Leute. Flussbarsch. Nicht im See. Hey. Oh, Hang. Oh. Richtig guter Häuptling. Hol seine Mami. Ja, anscheinend hatte der Verein 2 Häuptlinge. Auch richtig guter Fisch. Ja, ich sehe schon. Stanley, Leute. Der Stanley, der macht's. Route weg. Ja. Sauber, 5 Stück voll, Baby, du bist der Beste. Sauber. Das war sein, also der eine war sogar 40, würde ich mal sagen, 30 und der ist jetzt so 25 Jahre alt. Das war sein erster kleiner Bruder. Und der erste kleine Bruder mit 44 cm geht in die Wertung. Und da hat es auch nochmal gescheppert. Hier haben wir einen schönen 44er. Auch super schon im Futter, würde ich so sagen. Ne? Und der kommt jetzt schnell zurück, damit es weitergehen kann. Und tschüss. Ich habe auch was richtig Geiles bei. Guck mal da unten, Chrissy, gib mal die Flasche. Absoluter Geheimtipp. Gulp. Friedfischbereich. Doch, Mann, mega. Vom Bruder, ja. Also kenne ich. Ja, Leute, der Frankie ist ein bisschen älter, ne? Der kennt natürlich alles. Das ist so wie das. Während bei Team Westin River Fighters die Karte voll ist, macht Team Garmin sich auf den Weg zum neuen Spot.
Ob deren neue Taktik aufgehen wird, seht ihr alles in Episode 2 des Riverfighter Perch Cup 2021. Der Riverfighters Perch Cup 2021 wird euch präsentiert von 13 Fishing, BFE Fishing Closing Tackle, Predax Fishing Terminal Tackle und natürlich von Riverfighters, der Online-Shop für Raubfischangler.